Ein gebrauchter Carthago. Man sieht es aber nicht so gut, denn ein privater Fan, der offenbar AMG-Fan ist, hat den privat folieren lassen und hat seinen Traum, er fährt auch selber ein AMG, muss man dazu sagen, hat ihn bewahrheitet und das Ganze in einem privaten AMG-Look gepackt, der da ist. Das Ganze ist foliert, also nicht lackiert. Hier ist Andreas mal rein. Grüß dich, Andreas. Hallo Sven, hallo liebe Zuschauer, ja. Ein Fahrzeug, was man nicht so oft sieht. Nee, ich glaube, das sieht man kein zweites Mal mehr. Das ist ziemlich sicher sogar ein Unikat. Du hast vollkommen recht, der Kunde ist absolut verrückter AMG-Fan und fährt auch zu Formel-1-Rennen und so solche Sachen hin. Und ja, das Fahrzeug ist, wie gesagt, damals sehr aufwendig foliert worden. Und da hat er noch vorne eine andere Stoßstange reinbekommen. Die ist im AMG-Design drin. Die kriegt man so auch im Handel eigentlich gar nicht zu kaufen. Das Auto ist auch von innen ein bisschen modernisiert worden, hat ein Lenkrad drin, Original AMG mit Schaltwippen in Aluminium gehalten. Also das ist schon echt, da war schon echt ein Fan am Werk, ja. Hier sieht man das, ja. Er hat Leichtmetallfelgen drauf, hat innen ein tolles Soundsystem von Bose. Genau, hat ein Bose Soundsystem drin. Das macht richtig, richtig Musik, also wirklich wie im Konzertsaal. Und ja, ich sag mal, die Alufelgen, die sind jetzt zwar auch in dem Design drin. Für mich gehört jetzt, um das Auto von außen her rund zu machen, eigentlich nochmal ein richtig schönes, sattes Alurad da drauf. Das ist eigentlich das Serien-Mercedes-Benz-Rad. Ja, sieht aber schick aus. Also wer das haben möchte, wir haben uns preislich 159,9. Genau. Mehrwertsteuer ist nicht ausweisbar, weil es von privat kommt. Genau, ist ein privater Kunde, wie gesagt, der halt einfach nur total verrückt auf diesen Rennstall ist. So ist es, ja, hier steht es drauf. Also das Ganze im Petronas-Look, ja. So ist es. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig. Was zahlt man für so eine Folierung? 10? Ja, um die 10.000 Euro muss man rechnen für so eine Folierung. Das ist auch sehr mühselig, ne? Man sieht ja jeden einzelnen Stern da drauf, der wird nochmal einzeln aufgebracht und so. Das ist schon nicht einfach, auch so in der Durchführung ein Auto in dieser Fläche dann so zu bekleben. So, es ist ein Mercedes drunter, ein Sprinter. Es ist ein Sprinter drunter, ein VS 30 mit der 170 PS Maschine. Und bei dem gesamten Fahrzeug handelt es sich halt um einen Carthago C-Tourer T148 LEH. Das heißt, er hat also hinten die Längseinzelbetten drin und hat in der Mitte ein Zentral-Hubbett verbaut, welches sich elektrisch auf- und ablassen kann. Also kein uninteressanter Grundriss. Das ist durchaus ein sehr gefragtes Fahrzeug bzw. ein sehr gefragter Grundriss. Anhängerkupplung ist dabei. Anhängerkupplung ist dabei, genau. So, wir machen mal hinten auf, gucken mal hinten rein. Ja. Heckgarage. Der käme mit einem Jahr Gebrauchtwagengarantie. Der käme mit Gebrauchtwagengarantie 2 Jahre daher. Der Kunde hat hier einen Generator noch eingebaut. Das ist ein ganz normaler Honda-Generator, wie man den auch irgendwo überall im Handel zu kaufen bekommt. Der ist aber direkt ans Bordnetz angeschlossen. Das haben wir nicht gemacht. Das hat er wohl in Eigenleistung gebracht. Und hat auch direkt für den Auspuff einen Durchgang, dass man den nach außen halt, dass man den einfach laufen lassen kann und den auch betreiben kann, ohne jetzt hier Türen aufzulassen oder so. Ne? Cool. So, ja. Ist mit drin. Ist eine günstige Variante, an einen Generator zu kommen. Ja. So, ein Honda i10 nehme ich an. Warte, ich guck mal gerade. Der 20er, komm, wir gucken mal gerade. Der drauf ist. Man kann später, nach 2-3 Jahren, kann man das Ganze wieder abziehen. Kannst die Folie wieder wegmachen. Das Ganze ist hier mit wirklich professionell ausgeführt, hier durchgeführt. Und der Generator. Ja. Ich meine, das ist der 20er. Also von der Größe her muss das eigentlich. Ein 22i ist es. Ja, das so, jetzt also ein großer. Der ist auch sehr leise. Ja, hat auch hier eine B- und Entlüftung dafür eingebaut. Und hier, wie gesagt, gehen die Abgase dann dementsprechend raus. Den kann man wirklich jetzt laufen lassen. Da kriegt man jetzt von innen, also Geräusche sowieso nicht. Klar, man hört den laufen jetzt. Der ist eben so laut, wie halt so ein Generator laut ist. Ne? Aber das hat er selber irgendwo in Auftrag gegeben. Also haben wir nichts mehr zu tun. So, sehr schön. Zustand innen ist schön. Zustand innen ist original Carthago. Deswegen sage ich, natürlich ist der von innen wunderschön, keine Frage. Da kann man natürlich das Ganze noch mal weiterspinnen und den von innen auch noch mal total veredeln. Das ist innen drin jetzt nicht in der Konsequenz durchgezogen worden, wie das halt von außen ist. Aber von innen ist er trotzdem sehr, sehr schön. Ja. Okay, also innen toll, außen foliert.
Doppelbodenkonzept. Genau, der Klimaspeicher Doppelboden, wie wir den bei jedem Karthago haben. Auch mit diesen riesen Staufächern halt dementsprechend drin. Truma. Truma Heizung hat er natürlich drin. Die Warmluftheizung ist hier verbaut in dem Wagen. Ja. So, da steht er. Also 159,9 ist der Preis. Ja. Er hat 6.643 Kilometer drauf, plus minus. 2,2 Liter, 170 PS Automatik. Die Höhe knapp 3 Meter. Gesamtmasse 4,5 Tonnen. Genau, hat die Fahrassistenzsysteme drin, die man halt eben dementsprechend braucht. Und Schon relativ voll. ist schon relativ gut ausgestattet, das Fahrzeug. Ne? So, ich guck mal gerade rein. Hier sind keine LEDs. Sehr schön. So, dann gehen wir mal rein. Genau, öffnen wir mal. Bitte schön. Hereinspaziert. Hat von innen halt das Casablanca an Stilwelt, also der Holzkorpus ist der hellere, es gibt den auch noch in einem dunkleren Ton. Und wie du halt siehst, wenn du dich jetzt mal hier auf den Beifahrersitz begibst, dann kannst du nochmal auf das Lenkrad schauen. Also ich sitze mal ein Stückchen zurück. Hat eine riesen Sitzgruppe, fällt mir direkt mal auf. Ja genau, das ist eben das Schöne bei diesem 148 LEH. Das H hat eigentlich noch nicht mal was mit dem Hubbett zu tun, das meint man dann immer nur. H ist halt wirklich tatsächlich jetzt die lange Sitzbank hier mit der großen Sitzgruppe hier. Ne? Das Zustand ist ein neuwertiges Fahrzeug, das ist 6.000 Kilometer, der hat den ja kaum benutzt. Das ist das Lenkrad, also das Lenkrad ist schon echt ein tolles Ding. AMG. Ja, original AMG und dann hier mit Schaltwippen dann in Aluminium nochmal gearbeitet. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Dann hat er nochmal eine Rückfahrkamera, ist klar, über das MBUX, hat aber auch nochmal eine Kamera nach vorne, weil vorne in dem Stern ist ja nochmal so eine kleine Linse eine drin und die sieht man dann da vorne über den kleinen Bildschirm. Fürs Einparken. Fürs Einparken, ganz genau. Ne? Da ist das Bose Soundsystem, das ist auch alles ordentlich verbaut. Ja. Das sind auch die Originallautsprecher, Vorrüstungen, die da sind, also hier unten drunter, die sind da nicht mehr drin, sondern ist jetzt überall Bose eingebaut worden. Also der hat schon wirklich ein sehr, sehr schönes Klangsystem hier dran. So, Klima, Doppelboden, Speicher, Klima, Keller. Speicher, Keller, genau. So, Truma Duo Control, Fahrzeug steht auf Gas. Fahrzeug steht auf Gas, selbstverständlich, klar. Und wie gesagt, die Autarkie wird über den Generator halt hergestellt. Klar, wenn du an der Rennstrecke bist, dann hast du nicht immer die Möglichkeit, jetzt hier Strom ans Fahrzeug anzuschließen oder Ewigkeiten mit Solar zu stehen, weil unter Umständen hast du ja mal eine Regenzeit. Deswegen mit dem Generator hat er schon eine eigentlich unbegrenzte Autarkie. Riecht gut. Also war kein Raucher, nichts. Nee, gar nichts. Nein, überhaupt nichts. Ne? Riecht wie neu. Ein absolut Mercedes-Benz-Verrückter, wie ich selten einen erlebt habe. Ja. So, Toshiba-Fernseher drin. Genau, ein relativ großes TV-Gerät, 24 Zoll hat er im Heckbereich verbaut. Und dann klassisch, ne, bei Karthago halt hier beim 148er hast du halt hier nochmal die Möglichkeit, im Kleiderschrank Dinge einzubringen. Die Zwischenböden kann ich rausmachen. Dann habe ich die Möglichkeit, eben auch lange Sachen da reinzuhängen. Und jetzt hier, wo du sitzt, ist dann auch unter dem Fußteil halt nochmal dann großer Kleiderschrank verbaut. Ja, großer Kleiderschrank verbaut, den ich hier auch dementsprechend liften kann. Ne? Mit Lift, wie man sieht. Ja, so dass man vernünftig unten oben auf die Kleidung drauf schaut. Ne? Auch der hat schon, es ist ein 21er Modell, den Dometic 10 Kühlschrank drin, den ich halt von beiden Seiten halt dementsprechend öffnen kann. Das ist also alles, ich sag mal, ja, Stand der Technik. Vollautomatische Sattanlage. Vollautomatische Sattanlage, Dachklimaanlage, die natürlich auch über den Generator betrieben werden kann. So, Dachklima ist mit drin. Genau. Dann Küche habe ich soweit verstanden. Ja, Küche, soweit verstanden, große Schubfächer drin. Wie gesagt, es ist von innen ein serienmäßiger, bis auf Soundsystem und das Lenkrad, serienmäßiger Karthago. Tresor. Ja, hat noch einen Tresor hier im Doppelboden verbaut. Doppelboden, sag mal bitte. Wo wir zwar immer sagen, das ist der sogenannte Opfertresor. Die Wertgegenstände versteckt man besser irgendwo im Auto. Ja, hier nochmal das große Staufach über die Bilgenklappe zu erreichen. Die Fähr- und Entsorgungssitz hier schön zentral drunter. Das ist eben halt dann typisch Karthago. Ne? Das Fernsehen? Das Fernseher hat er die Fußmatte gerade noch zurückgehen. Das Fernseher hat er hier hinter der Sitzbank. Geht hier ganz einfach über den Quick-Up, kann ich das rausziehen
und es ist auch ein 24 Zoll TV-Gerät. Ja, ich denke ausreichend bei der Ja, Fahrzeuggröße. natürlich, selbstverständlich. Das Hubbett ist ein Highlight. Ja, genau, das können wir gerade. Ich musste nur gerade hier Man über den Gurt entriegeln. Das ist nochmal so eine Sicherung, falls da mal was passiert. Und dann kann ich das Hubbett, das Panel umsuchen. Stopp! Fast was vergessen. Lithium hat er? Der hat kein Lithium drin. Jetzt muss normalerweise noch die Kopfstütze weg. Ja, dann kann man das Okay, man sieht es aber schon. ja, ich lasse das nur bis da ab. So, Ja. genau. Das ist eine relativ große Liege, das kann man nicht anders sagen. Also da können auch 2 Erwachsene übernachten. Und da gibt es dann auch auf der anderen Seite nochmal ein Netz, was ich oben einklemmen kann, damit ich halt eben nicht abstürze und dann morgens auf dem Armaturenbrett wach werde oder so. Und man sieht, die Matratze ist unbenutzt, hat noch nie einer drin gelegen. Ein Riesenbett. Ja, es ist wirklich riesig. Und vor allen Dingen, was ich genial finde bei dem Grundriss halt, hier ist eben die große Sitzgruppe. Man kann hier wirklich auch mal mit 5, 6 Personen bequem sitzen. Und gut, jetzt bin ich 1,82. Ja, ich passe da, ich möchte nicht sagen saugend durch, aber eine Handfläche passt noch locker da rein. Also alles bis 1,85. Da merkt man gar nicht, dass da ein Bett eingebaut ist. Hier sind noch Schränkchen mit drin. Also ich finde, es ist eigentlich ein sehr interessanter Grundriss für ein teilintegriertes Fahrzeug, wenn man mit 4 Personen dann doch mal fahren möchte. Die Kaffeemaschine ist Die hier. Maschine, wenn er eine verbaut hat, genau, ist die dann immer hier oben eingebracht. Und das ist dann halt die Kapselmaschine, die hier drin ist. Dolce Gusto. Dolce Gusto, so nennt man die, genau. So. Gab es ja mal bei Karthago einen Wechsel. Früher war mal die Nespresso-Maschine drin, dann gab es sie nicht mehr. Dann gab es die Dolce Gusto. Dann mussten großartig die Schränke dann noch geändert werden, damit die dann da reinpassen. Genau. Jetzt ist wieder ein Espresso drin. Ja, jetzt ist wieder ein Nespresso drin. Mach mal auf, bitte. Ja, Denn genau. diese Tür verbirgt ein großes Raumbad. Ja, ganz genau. Die Türe kannst du hier einmal komplett rumschlagen. Oder? Dann machen wir mal. Wenn du das möchtest. Ja, pass auf. Mach mal. Kamera da weg. Du kennst ja gut aus mit dem Auto, muss ich sagen. Ja gut, okay, das ist für mich ist das erstmal ein ganz normaler Karthago. Und das ist ein Auto, was man nicht selten verkauft. Das ist schon ein beliebter Grundriss halt. Und von außen ist er natürlich über die Optik sehr speziell. Also auf dem Stellplatz, wo der einmal war, da kennt man den. Ne? Also wenn man ein bisschen verrückt ist, kein Problem hat, aufzufallen, Ja. ist das Auto. Ich glaube, das wird auch viele Klicks kriegen. Mal schauen, ob wir einen Begeisterten finden. Ja, Also ich denke, mal schauen. Also wie gesagt, ich finde es sehr speziell. Ich weiß noch, bin früher auch mal zu Formel-1-Rennen gefahren. Dann gab es dann noch gerade so zu Michael Schumacher-Zeiten Leute, die haben ihr Auto komplett im Ferrari-Design gehabt. Jetzt so Petronas oder so, das habe ich so noch nicht gesehen. Also zumindest nicht bei einem normalen Reisemobil. Relativ große Dusche, das ist ein Kombibad. Ich habe also hier Toilette, Waschbecken und hier auch nochmal Schränke, wo ich Sachen einbringen kann. Ich kann hier wirklich mit wenigen Handgriffen, kann ich hier das komplett abschotten. Das heißt also hier der Bereich Spiegel und so wird nicht nass. Und das geht hier einmal ringsrum, so dass man da auch vernünftig duschen kann. Und dann braucht man nachher wirklich nur den Boden und die Rückwand da trocken legen. Da läuft jetzt hier nicht das ganze Bad unter Wasser. so, der steht zum Verkauf. Der steht zum Verkauf hier bei uns auf dem Handelsplatz. Ganz genau. Heute Das ist Ganze der- kann man, heute ist der, ich glaube, 18. 18. Dankeschön. 18. April. Das Ganze kann man sehen bei uns im Internet unter jetzt habe ich's drin, www.karthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marienkarawane. So, der C-Tour T148 LE HMB IM. Das So, ist das Auto. 159,9 VB, so stellen wir es mal rein. Und das Ganze, also wenn jemand Interesse hat, ruhig mal zeigen. Das Ganze ist da. Und ja, ich finde es spannend. Hat auch die 4,5 Tonnen Zulassung. Das heißt, man hat eine ausreichende Zuladung hier drin. Hat man circa eine Tonne? Nee, eine Tonne hast du hier nicht. Also das Auto wird so, wie es hier steht, schon schön konfiguriert sein bei 3,8, 3,9 so in der Richtung. Das Hubbett ist auch nicht gerade leicht. Also der wird schon an die 3,9 kratzen, ja. Oh, das heißt, ich darf 100 fahren. Komm, wir gehen mal raus. Wenn ihr Lust habt, zeige euch nochmal das Außendesign. Ist schon, also ich glaube, damit bist du der Star auf jedem Stellplatz. Ja, auf jeden Fall bist du zumindest optisch sofort zu erkennen. Das ist definitiv so. So, da sind wir. Marienkarawaning, Karthago Center West. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.